Nun, die Tage werden länger, es wird endlich wärmer und vielleicht haben ja auch Sie schon Ihren Grill ausgepackt. Seien wir mal ehrlich, fast jeder Griller hält sich doch für einen Meister dieser Kunst. Aber wir gehen heute zu echten Experten Oliver und Klaus vom Grillsportclub Odenwald, mehrfache Gewinner von Grillmeisterschaften. Was nicht heißt, dass sie immer einer Meinung sind. Olli, fang schon mal an. Du wie immer mit deiner Holzkohle, das dauert doch immer viel zu lang. Lass uns doch schnell den Gasgrill nehmen, das geht doch viel schneller für die paar Leute. Du weißt doch, dass Holzkohle besser schmeckt. Im Leben nicht, Klaus, das schmeckt doch genauso. Wir testen's. Da bin ich immer gespannt, was da dabei rauskommt. Wenn sich selbst Profis kabbeln, was denken die Amateure? Bringt Holzkohle wirklich mehr Grillgeschmack? Ja, Holzkohle schmeckt besser als Gas, würde ich sagen. Ja. Anderer Geschmack, ja. Also wenn, dann mit Holzkohle. Holzkohle. Ja, ist immer noch das Beste. Gleiches Fleisch, verschiedene Grills. Holzkohle oder Gas. Welches Kotelett schmeckt am Ende besser? Also schmeckt dir viel Unterschied? Kein Unterschied. Nö. Kein Unterschied. Erstaunlich. Kein Holzkohlearoma? Nein, Holzkohle verglüht ohne Rauch, wenn sie trocken und sauber ist. Sie besteht überwiegend aus Kohlenstoff und verbrennt zu reinem Kohlendioxid. Und das macht keinen Geschmack. Der kommt vor allem von den sogenannten Röstaromen. Sie entstehen aus Eiweißen beim scharfen Anbraten von Grillgut. Aber diese Aromen entstehen auf Gasgrills genauso. Was halten denn unsere Grillprofis von anderen Tipps? Zum Beispiel einer Marinade. Bringt die Würze? Was für mich, denke ich, so ein bisschen wichtig ist nicht unbedingt die Marinade, sondern das Fleisch selbst. Du brauchst schon ein anständiges Stück Fleisch, du brauchst ein gescheites Grundprodukt, sonst kannst du mit der Marinade auch nichts mehr retten. Also meine Maxime beim Grillen ist immer, kauf beim Metzger deines Vertrauens und dann kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Deswegen sind wir Freunde. Wenn man aber auf die Marinade nicht verzichten will, vorher unbedingt abtupfen. So, Schwester, Tupfer bitte. Aber gerne doch. Oh, wunderbar, ein Traum. So. Wie du das mit dir machst. Denn tropft Fett auf die Kohle, raucht es besonders stark. Dieser Rauch enthält aber polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK genannt, die krebserregend sind. Sie setzen sich dann auf der Kruste des Grillguts ab und werden mitgegessen. In der schwarzen Kruste von Steaks wurden pro Kilogramm Fleisch schon so viele PAK festgestellt wie im Rauch von 600 Zigaretten. Ist das Grillen auf dem Elektrogrill dann also gesünder? Tendenziell würde ich sagen gesünder, ja. E-Grill ist gesünder? Ja, ich würde sagen, Elektrogrill ist gesünder. Ja. Stimmt nicht. Auch wenn die Geräte Nichtraucher sind und keine offenen Flammen haben, ist das Grillen damit nicht gesünder. Wenn Fett auf die Heizstäbe gelangt, können die gleichen schädlichen Stoffe wie bei Gas- oder Holzkohlegrills entstehen. Auch das ist also ein Irrglaube. Liegt das Fleisch dann auf dem Grill und brutzelt vor sich hin, machen viele Grillmeister einen eklatanten Fehler. Grillen ist Gelassenheit. Und dazu gehört halt auch einfach einmal drehen und dann sollte es auch gut sein. Und vor allem den Deckel zumachen, wenn wir schon einen hatten. Die Außenschicht des Fleischs wirkt nämlich wie eine Isolierung, die erst nach einer gewissen Zeit die Hitze bis zur Mitte durchlässt. Wer sein Fleisch immer wieder wendet, startet diesen Vorgang stets aufs Neue. Und es dauert dann halt umso länger, ne? Das ist immer das Problem. Temperaturverlust jedes Mal, wenn ich den Deckel aufmache. Also reiner Beschäftigungstrieb. Ja, schon. Und wenn plötzlich Flammen entstehen, dann löscht man die mit Bier, oder? Und das bringt doch auch noch Aroma. Man glaubt, dass es besser schmeckt, aber Es soll, glaube ich, Aromen verbreiten, die so schön im Mund schmecken. Nein, großer Fehler. Trifft Flüssigkeit auf Glut oder heiße Asche, sind die 100 Grad Siedepunkt sekundenschnell erreicht. Dadurch wird Asche massiv hochgeschleudert und paniert das Grillgut.
Lassen Sie es also. Asche schmeckt nicht so toll. Nächster Punkt. Wie sieht es eigentlich mit der Klimafreundlichkeit aus? Ist da ein Kohle- oder ein Gasgrill besser? Also Klaus, Gas ist klimafreundlicher, finde ich, als Holzkohle. Da scheiden sich die Geister. Ich denke, Holzkohle ist ein nachwachsender Rohstoff. Muss man abwägen für sich. Wenn du meinst, du bist halt so ein verkappter Holzkohlegriller. Bleibe ich auch dabei. Wer hat jetzt recht? Ist Holzkohle schädlicher für das Klima oder ein Gasgrill? Ich würde sagen Gasgrill. Ich meine, wir haben ja hier in dem Moment Emissionen, die bei Holzkohle freitreten. Ja, die haben wir bei Gas natürlich nicht. Tatsache ist, für 1 Kilo Holzkohle braucht es 7 Kilogramm Holz. Durch das Verkohlen und den meist langen Transport entsteht bereits viel CO2. Und eine Studie besagt, nutzt man einen Holzkohlegrill für 1 Stunde, setzt das im Schnitt 6,7 Kilo CO2 frei. So viel, wie man mit einem kleinen Auto bei 50 Kilometern Fahrt ausstößt. Beim Gasgrill würden dagegen nur 2,3 Kilogramm an CO2 freigesetzt. Das entspricht einer Autofahrt von 16 Kilometern. Der CO2-Ausstoß ist also bei Holzkohle fast 3-mal so hoch wie beim Grillen mit Gas. Holzkohle ist daher weniger umweltfreundlich. Das habe ich doch gleich gesagt. Ja, aber dafür kann ich vielleicht sogar noch im Winter grillen. Naja gut, auch ein Argument. Wirklich entscheidend für die Klimafreundlichkeit ist jedoch, was auf dem Grill liegt und nicht auf welchem. Denn tierische Produkte belasten die Umwelt weit mehr als Gemüse. Die größten Klimasünder auf dem Grill für eine übliche 200 Gramm Portion: Rindfleisch mit rund 2,9 Kilogramm CO2-Äquivalent. Käse, Schwein, Würstchen je rund 1,9 Kilogramm. Gemüse wie Mais schneidet dagegen mit nur 50 Gramm CO2-Äquivalent viel besser ab. Gescheites Fleisch und gescheites Gemüse. Und das ist Gescheites alles gut. Gemüse dazu und dann passt auch die Mischung. Da haben wir jetzt die Zucchini, da haben wir jetzt die Champignons, quasi den Stiel in der Mitte rausgenommen, klein gemacht, bisschen Creme fraiche dazu, Gewürze dazu und dann quasi den Champignon wieder damit gefüllt und ab auf den Grill. Ganz einfach. Also das kriegt sogar mein Vater hin. Zusammengefasst, warten Sie, bis die Glut wirklich weiß durchgeglüht ist. Vermeiden Sie Rauch durch tropfendes Fett. Vielleicht lassen Sie sich auch mal einen Gemüsespieß schmecken. Und trinken Sie Ihr Bier lieber, als es in die Glut zu schütten. Dann haben Sie alles richtig gemacht. Nach harter Arbeit. Dürfen wir mal was trinken, ne? Zum Wohl. Ja, auf ein Unentschieden. Auf Unentschieden.